In diesem Writing-Vlog plaudere ich über einen Roman, in dem ich während des Schreibens mehrere Kapitel verwarf und der Hauptfigur eine Seereise mit seinem Love Interest durch die norwegischen Fjorde strich. Erfahrt, wie es dazu kam. Gebunden durch einen Schwur, gehorsam bis in den Tod. Das ist Pjotr. Er arbeitet für den Milliardär Dimitri als persönlicher Leibwächter. Er und seine Kollegen sind die eingeschworene Garde des gefährlichen Geschäftsmanns. Dimitri führt seit vielen Jahren ein legales Leben, das aber immer wieder überschattet wird durch seine zwielichtige Vergangenheit. Pjotr glaubt nicht an ein persönliches Glück für sich und rechnet damit, jung zu sterben. So reizvoll er die unbekümmerte Praktikantin Heidi auch findet, die im Haushalt seines Bosses das Kochen und Backen erlernt. Er versucht, sie auf Distanz zu halten. Heidi ist eine Amish in der Selbstfindung, dem Rumspringer. Ihr reicher Onkel vermittelte ihr den Job bei Dimitri und sie flirtet heftig mit Pjotr. Ausgerechnet ihn hat sie erwählt, um eine spicy Zeit mit ihm zu erleben, bevor sie nach Hause in ihre strenge und religiöse Gemeinde zurückkehrt. Schon immer einmal wollte Pjotr die norwegischen Fjorde sehen. Da trifft es sich gut, dass Dimitri eine Megayacht besitzt und eine Reise aus dem Mittelmeer nach Norden plant, um gute Freunde zu beeindrucken. Nur leider wird ausgerechnet jetzt ein alter Feind aus dem Gefängnis entlassen und taucht in New York auf. Ein Feind, um den sich jemand aus Dimitris Team kümmern muss, bevor dieser zu einer Gefahr für Dimitris Familie wird. Ich bin die Autorin Norma Banzi und schreibe Romane, in denen sich Männer in Männer verlieben. Pjotrs Boss ist beispielsweise mit einem Mann liiert. In Amish Connection erzähle ich allerdings die Liebesgeschichte zwischen Pjotr und Heidi. Und ich hatte ganz fest vor, Pjotr noch einen Teil der Reise auf der Yacht zu gönnen. Tatsächlich hatte ich bereits einige Szenen mit ihm und Heidi auf der Yacht geschrieben. Irgendwann merkte ich, dass die Yachtszenen das Timing des Romans untergruben. Der Erzählrhythmus stimmte für mich nicht. Und deshalb schickte ich Pjotr früher nach New York, wo er der Gefahr ins Auge blickt und für Dimitri einen Auftrag erledigen soll, der Pjotr womöglich das Leben kostet. Ich streiche selten ganze Kapitel aus meinen Romanen. Es ist nicht so, dass ich davor zurückschrecke. Ich fange mit dem Schreiben des ersten Kapitels an und arbeite mich dann kapitelweise in der richtigen Reihenfolge vor. Bei dieser Art zu schreiben wird das Risiko, unnütze Kapitel zu verfassen, vielleicht minimiert. Obwohl Pjotr natürlich nur eine Romanfigur ist, tat er mir doch leid, weil er die Seereise verpasste. Überlebt er den Auftrag und trifft er seine Heidi wieder? Pjotrs Buch heißt Der Kostja-Clan Teil 3 Amish Connection.